Autos stehlen, Aufträge für Gangs abschließen, Geld scheffeln und Chaos stiften. 1999 lieferte Rockstar mit GTA 2 ein feineres, lebendigeres Top-Down-Ballererlebnis. Ein Genre, das mit dem Einzug der 3D-Welten als verschlafen gelten könnte. Wir werfen heute nicht nur einen süßen Nostalgieblick zurück in die Vergangenheit, sondern schauen uns aktuelle Genre-Kollegen im Vergleich an. Rockstar Games wühlt wohl gern in der Vergangenheit. Die 3D-Trilogie bekommt eine Neuauflage und der ewig währende Teil 5, ursprünglich von 2013, wird von Rockstar immer noch als heißes Eisen in die nächste Konsolengeneration geschickt. Daneben steht ein Klassiker abgeschlagen im Regen, GTA 2. Neben Franchise-Kollegen wie GTA San Andreas oder dem Evergreen GTA 5 scheinen die noch älteren 2D-Klassiker immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Zu altbacken, zu hässlich und zu wenig Fleisch am Knochen, heißt es von manchen. Nostalgiker widersprechen, naturgemäß. Eine aufpolierte GTA 2-Version wird uns in den nächsten Jahren wohl kaum erwarten. Dennoch lohnt sich ein Blick zurück auf den mittlerweile genau 22 Jahre alten Vorgänger. Im Fall von GTA 2 ist eine kritische Bewertung übrigens nichts Neues, denn das damalige Presseecho war eher durchmischt. Neben der übertriebenen Gewaltdarstellung wurde schon 1999 die Grafik, auch im Vergleich zum ersten Teil, als eher schlicht abgestempelt. Trotz alter Optik schlummert in dem Top-Down-Chaos-Ableger noch einiges an Spaß. Heutzutage kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden, denn das Spiel ist offiziell kostenlos verfügbar. Wie man das Ding auch auf aktuellen Systemen zum Laufen bekommt, zeigen wir in unserem Artikel. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ein Blick da rein lohnt sich. Soul making, sound shaking, earth quaking. Change. Den gab es im Sequel des ersten Grand Theft Auto in technischer und grafischer Sicht zwar schon, diesmal aber ohne Motorräder und dafür mit atmosphärischen neuen Licht- und Explosionseffekten. Auch kam keine große Third-Person-3D-Revolution, wie 3 Jahre später beim 2001er GTA 3. Die Top-Down-Perspektive in GTA 2 bedeutet jedoch keineswegs ein zweidimensionales Abenteuer ohne ausmodellierte 3D-Modelle. Im Gegensatz zu Sprite-Only-Spielen wie Hotline Miami oder auch Stardew Valley gab es bereits in den ersten 2 GTA-Teilen eine zusätzliche Tiefe, besonders an den Gebäuden und Treppen erkennbar. Auch im Gameplay macht sich die Tiefe optisch bemerkbar. Der über Autos fahrende Panzer rückt näher gen Himmel zu der Kamera und über Treppen erklimmt unser stummer Protagonist Claude Speed auch Gebäude, um Waffen, Buffs, Herausforderungen und Easter Eggs in GTA 2 zu entdecken. Ein Sprung über mehrere Autos hinweg erleichtert auch die Flucht vor den Gesetzeshütern in Marineblau. Die Mischung zwischen zweidimensionalen, pixeligen Sprite-Texturen und der tiefen Darstellung ergibt in der Mischung wohl den gewissen atmosphärischen Retro-Look, der dem Spiel heute direkt anzusehen ist. Aktuelle Genreverwandte wie die direkte GTA 2 Mittelalter-Hommage Rustler oder das im Cyberpunk-Setting angesiedelte Glitchpunk setzen auf eine vollständige 3D-Visualisierung aus der Vogelperspektive. Die PC-Version war übrigens die einzige, bei der man zwischen der Tag- und Nachtoptik wechseln konnte. Die Dreamcast-Version konnte technisch bis auf manche Licht- und Anzeigeeffekte mit dem PC mithalten. Die PlayStation-Ausgabe musste dagegen deutlich stärker angepasst werden. In Sachen Gameplay und Story bleibt das Original simpel, aber für einige effektiv. Mit flotten Fahrzeugen, knackigem Kampfsystem und vielen Geheimnissen lädt die verdrehte offene Welt zum Erkunden und Zerstören ein. GTA 2 spielt aus Release-Sicht in der nicht allzu entfernten Zukunft, also irgendwo im Zeitraum zwischen 2000 und jetzt. Im Setting von Anywhere City wurden vom Entwickler DMA Design, heute Rockstar North, Flammenwerfer, futuristische Schocker, verrückte Gangs und abgefahrene Fahrzeuge verpackt. In GTA 2 gilt es, sich entweder durch reines Chaos stiften genug Geld für den nächsten Distrikt der Anywhere City anzuhäufen oder bei den hiesigen Gangs als externer Telefonauftragnehmer zu arbeiten. Unser Spielcharakter ist nicht der einzige böse Bube auf den Straßen der Stadt. Rothemdler klauen gerne das Bargeld von Passanten und Grünhemdler Autos. Ganz zu schweigen von den schießwütigen Gangstern. Die verschiedenen Unterviertel der insgesamt 3 größeren Leveldistrikte werden unter jeweils 3 Gangs aufgeteilt, die sich alle grob in Dialogen, Missionen und Design unterscheiden. Eine Sonderstellung nimmt die Zaibatsu Corporation ein, die nicht nur in jedem Leveldistrikt, sondern auch im gesondert produzierten GTA 2 Kurzfilm prominent vertreten ist. Gangs gegeneinander auszuspielen ist auch Teil des Gameplays und der größtenteils eher vagen Geschichte. Durch das Erfüllen von Jobs oder der einfachen Eliminierung gegnerischer Gangmitglieder steigt der Respekt des Protagonisten, wodurch besser bezahlte, aber auch schwierigere Aufträge freigeschaltet werden. In einem Leveldurchgang ist das Spielen aller möglicher Missionen durch das dynamische Respektsystem möglich, auch wenn theoretisch optional. Durch das Einsammeln besonderer Objekte oder Herausforderungen sind kleinere Boni-Level und Spielmodi freischaltbar. Retro-Blick gefällig? Statt kostenpflichtigen DLC-Paketen oder Mikrotransaktionen konnte man sich die Bonusinhalte nicht nur freispielen, sondern auch durch Cheatcodes sofort freischalten lassen. Vorausgesetzt, man kannte die heilige Cheatliste, mit der sich alles Mögliche anstellen ließ. Cheats gehörten schon eh und je zum guten Ton im Singleplayer-Part von GTA.
In GTA 2 gab es verrückte mögliche Szenarien. Alle Passanten sollen zu singenden Elvis-Anhängern werden. Kein Problem. Eine Designentscheidung, die heutzutage rar gesät ist unter den Blockbuster-Spielegiganten. Zu attraktiv scheint die Monetarisierung von Bonus- und Cheat-Inhalten in Singleplayer-Spielen zu sein. Wobei es in der PC-Fassung sogar 2 kleinere Multiplayer-Modi gab. Kreativ freier und kundenfreundlicher sind da oftmals kleinere Entwickler von Indie-Titeln, die eine eigene Vision oder ein bestimmtes Vorbild haben. Aber wie sieht es bei den Genre-Nachfolgern von GTA 2 aus? Dass die Spieleserie mit 3D-Open-World-Nachfolgern wie GTA San Andreas zum weltweiten Markensuperstar wurde, dürfte spätestens seit dem enormen wirtschaftlichen Erfolg von GTA 5 und GTA Online jedem klar sein. Nach GTA 2 gab es im Franchise das Top-Down-Gameplay nur noch bei kleineren Ablegern für mobile Handheld-Konsolen wie den Game Boy oder den Nintendo DS mit GTA Chinatown Wars. Die simple, düster, retro-futuristische Top-Down-Atmosphäre des zweiten Teils konnte nie mehr so ganz eingefangen werden. Das beliebte Chaos-Gameplay blieb jedoch. In GTA 3 hatte Rockstar versucht, über einen optionalen Top-Down-Kameramodus das Gameplay der Vorgänger zu simulieren, mit eher mäßigem Erfolg. Und aus mehreren Gründen scheinen die aktuelleren Top-Down-Genre-Verwandten immer ein wenig dem Original hinterherzuhinken, die man nicht selten an den gemischten Spielerrezensionen erkennen kann. Der 2017 erschienene vermeintliche GTA 2-Klon Riskas liest sich auf dem Papier zwar nett, spielt sich aber größtenteils zu lahm, zu unausgereift und langweilig. Gene Shift als etwas spaßigerer und seit mehr als 10 Jahren solo entwickelter Early-Access-Titel versucht sich mit Fortnite-ähnlicher Optik die passenderen Elemente aus GTA 2 für einen rundenbasierten Multiplayer rauszupicken, kann aber letztlich nur zum Teil Elemente gut implementieren. Vielversprechender wird es dagegen beim aktuelleren Mittelalter Grand Theft Horse Rustler, bei dem die Entwickler sogar so weit gingen, das Intro-Filmchen von GTA 2 in bester Satireart nachzuahmen. Statt Autos werden Pferde gestohlen und statt Radiotechno hört man am Straßenrand natürlich absolut historisch akkurate Beatboxer bei der Arbeit. Das im Cyberpunk-Genre angesiedelte Glitchpunk kommt dagegen durch die Beleuchtung optisch der Nachtversion von GTA 2 viel näher. Beim Rest sträuben sich einem allerdings noch die Haare. Die Engine des frischen Early-Access-Spiels hat noch massive Performance- und Gameplay-Probleme, die der Entwickler noch angehen will. Auch hier fehlt der große Inhalt. Optik und Perspektive alleine reichen eben nicht ganz aus, um zu einem hervorragenden Nachfolger im Geiste zu werden. Alle Genre-Nachkommen haben ein mehr oder minder schwerwiegendes Problem geerbt: die Steuerung und Umsetzung. Während GTA 2 am PC am leichtesten mit einer reinen Tastatursteuerung zu spielen ist, wird die Maus in neueren Titeln auf Brechen und Biegen versucht zu integrieren. Mit mäßigem Erfolg. Das sorgt, kombiniert mit langsamem Gameplay, für eine eher weniger ansprechende und unterhaltsame Spielesession. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Ein stolzer Verwandter von GTA 2, aber in einer ganz anderen Ausrichtung. Hotline Miami 1 und 2. Hotline Miami streicht die Open World, nimmt das Autoklauen raus und setzt den Groschen auf schnelles, kniffliges und brutales Top-Down-Action-Gameplay in mehreren Minileveln mit einer obskuren, aber interessanten Story. Schneller und actionreicher nimmt unser stummer Protagonist im ersten Hotline Miami überdrehte Gangs auseinander, akzeptiert wortlos Aufträge übers Telefon und kennt keine Skrupel. Claude Speed wäre so stolz. Das Ergebnis? Der Top-Down-Pixel-Bruder gefällt der Masse und zeigt, wie es richtig laufen kann. Technisch und grafisch werden keine Rekorde gebrochen. Dafür schafft es das Konzept aber mit durchdachten, pixeligen Sprites und einem rasanten Top-Down-Kampfsystem zu überzeugen. Inwieweit eine Mischung zwischen GTA 2 und Hotline Miami das Beste aus beiden Spielegenerationen mitnehmen könnte, bleibt wohl noch für einige Zeit den eigenen Vorstellungen überlassen. GTA 2 ist ein altes, fast vergessenes, aber immer noch tolles Game mit purem Nostalgiefaktor. Top-Down-Nachfolger und Arma versuchten, die Magie wieder einzufangen und sind oft an Kleinigkeiten gescheitert. Vielleicht ist das Genre tatsächlich zu veraltet und zu knifflig für moderne Neuinterpretationen. Übrigens, GTA 5 und Online nahmen sich anscheinend einiges an Inspiration vom zweiten Teil. Das von der Saibatsu Corporation gefahrene Z-Type-Auto feiert als Oldtimer ein Comeback und verrückteste Tuning-Modifikationen wie Öl- und Geschosswerkzeuge an Autos sind auch wieder da. Als Vater des stummen GTA Online-Charakters kann auch der stille Protagonist Claude Speed ausgewählt werden. Wer mal selbst einen Blick auf das klassisch pixelige GTA 2 werfen möchte, sollte sich auch unseren Installationsguide im Artikel anschauen. Immer noch da? Respekt. Gebt uns gerne eine Rückmeldung. Hat euch das Video und das Format gefallen? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Like und Abo helfen uns im wilden YouTube-Dschungel aus und ein Blick auf unsere Homebase pcgh.de schadet nie. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.